euer Steffen alias Hanseatischer Nomade. Ja, ich habe heute einen Kameramann, der nimmt das gerade auf. Vielen Dank dafür, Kai. Und ja, ich bin hier in San Miguel und ja, genau. Ich bin heute in San Miguel und ich hatte die Idee gehabt, mal über die politische Situation zu reden, die hier in El Salvador stattfindet oder stattgefunden hat. Und es geht um den Präsidenten Nayib Bukele. Ja, was ist mir jetzt aufgefallen? Ich habe mich hier mit den Leuten unterhalten und die haben gesagt, seitdem der an der Macht ist, sei es auf jeden Fall viel sicherer geworden. Ich habe mir mal ein paar Daten aufgeschrieben, wann er jetzt hier Präsident wurde. Februar 2019 wurde er mit 53% gewählt und ist seitdem der Präsident. Davor, ja, das ist ja eigentlich egal, wer davor regiert hat. Auf jeden Fall, was viel wichtiger ist, davor gab es Parteien, die quasi hier mit den sogenannten Gangs, MS Salvatrucha, wie die alle heißen, kooperiert haben. Und die Leute haben hier wirklich unter Angst gelebt und soll ganz schlimm gewesen sein. San Salvador, die schlimmste Stadt der Welt mit der höchsten Mordrate und sowieso, die Leute hatten Angst gehabt, hier zu leben. Und seitdem Nayib Bukele an der Macht ist, der hat hier wirklich alles umgedreht, was nur geht. Ja, autoritär, aber anscheinend ist das nur so möglich gewesen, um die hier rauszubekommen. Ich hatte jetzt mir die Tage ein paar Videos angeguckt, die werde ich euch da unter dem Video verlinken, aber ich gehe nochmal darauf speziell ein. So, ich wollte nochmal weiter was ablesen. Ja, hier seht ihr die Kirche. Ganz schönes Ding hier von San Miguel. Kurz dazu, San Miguel liegt im Osten von El Salvador, hier ist richtig echt scheiß heiß. Also, das ist jetzt 8 Uhr und ich schwitze. So, das nur dazu. Ja, im März 2022 fing Nayib Bukele damit an, hier die Bandenkriminalität einzuschränken oder dagegen vorzugehen. Und Auslöser war, dass an einem Tag 62 Morde stattgefunden haben. Und dann hat er hier den Ausnahmezustand ausgerufen. Und seitdem dürfen die Polizei und die Soldaten dürfen die Leute festnehmen ohne Haftbefehl. Ja, das ist natürlich jetzt von, wie heißen die jetzt nochmal? Fällt mir gerade der Name nicht ein, werde ich verlinken. Auf jeden Fall gibt es hier internationale Beobachter, die sagen, das sei ja gefährlich und sehe ich anders. Ich gehe nämlich gleich darauf ein, warum. Ja. Was kann ich dazu sagen? Ja, auf jeden Fall, Nayib Bukele hat es ausgerufen, hier die Leute alle festnehmen zu lassen und hat dafür jetzt ein großes Gefängnis gebaut. Das heißt CESO, Kelcot, keine Ahnung, auf Englisch Terrorism Confinament Center, in Espanol Centro de Confinamiento del Turismo, ja, korrekto. Ja, das Gefängnis, ich habe es mir angeguckt. Ich verlinke jetzt dazu ein Video, einmal auf Deutsch. Müsst ihr euch mal angucken, wie die Schwerverbrecher da reingebracht werden. Das soll richtig abschränken. Das ist ein Propagandavideo, was wirklich allererster Klasse ist, meiner Meinung nach. Und was ich aber viel beeindruckender fand, war von Nayib Bukele die Reden dazu. Und zwar ist einmal ja, ich kannte den vorher nicht, Michael Knowles, vielleicht aus Amerika oder aus England, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall berichtet er momentan sehr viel über Nayib Bukele, was der gerade macht. Das verlinke ich euch darunter. Er geht darauf ein, dass er sagt, dass Nayib Bukele wahrscheinlich wegweisend sein wird für viele andere Staaten, die Bandenkriminalitätsprobleme haben. Und ja, das sehe ich genauso. Also viele haben jetzt darüber so geredet, was ich im Internet gesehen habe, aber der ist mir besonders darauf aufgefallen. Und ja, es gibt eine Rede von Nayib Bukele, die hat mich total beeindruckt. Die habe ich mir gestern angeguckt. Da ging er nämlich darauf ein, genau, weil die Menschenrechtsorganisation, so heißt sie, die hat das jetzt ja kritisiert, wie er hier vorangegangen ist. Und er hat das dann aber begründet, warum er das hier macht. Und da hat er nämlich den Beispiel genommen, ich komme aus Deutschland, da hat er erzählt, dass die Nazis damals alles hier terrorisierten, den Krieg ausgelöst haben. Und als Nazi-Deutschland den Krieg verloren hatte, haben die Alliierten das, initiiert, dass alles vernichtet werden soll, was mit dem Nazismus zu tun hat. Das heißt,
die ganzen Gebäude, die Hakenkreuze hatten, also das Vista, wie das heißt, alles sollte zerstört und vernichtet werden. Und das hat der Nayib Bukele auch veranlasst. Der hat veranlasst, dass die Häftlinge von MS Salvatrucha, wie die alle heißen, dass die von ihren eigenen Bandenmitgliedern da die Gräber zerstören sollen. Das soll ein Zeichen dafür sein, dass nichts toleriert wird von denen. Und er hat das auch einfach damit begründet, weil damals das mit den Nazis auch gemacht wurde. Und das ist ein Problem von El Salvador. Wir haben unser Problem mit den Nazis gehabt und das ist bis heute verboten. Und so hat das jetzt Nayib Bukele auch gehandhabt. Und das finde ich auch, der hat vollkommen recht. Also es hat mich sehr beeindruckt. Und ich muss sagen, es ist wirklich hier sicher. Ich fühle mich überhaupt nicht irgendwie bedroht oder so. Die Leute sind freundlich, die Leute reden durchweg positiv. Guckt euch mal Kommentare unter Videos an von diesem Michael Knowles, wie viele Leute darüber berichten, wie Nayib Bukele hier die Politik macht. Man kann ihn kritisieren, aber was er jetzt hier geleistet hat, das haben die davor nicht geleistet. Die haben da vorher irgendwelche Verträge abgeschlossen, dass dann die Banden hier alles kontrollieren durften, mehr oder weniger. Also was eine Sauerei ist, meiner Meinung nach. Und das sollte eigentlich ein Beispiel für andere Länder sein, vor allen Dingen für Deutschland, wo alles anscheinend umgedreht wird, wo die Banden immer mehr Spielraum bekommen, vor allen Dingen in Berlin, in anderen Städten auch, in anderen Ländern auch. Also ich bin mir sicher, dass Nayib Bukele wegweisend sein wird für viele andere Nationen dieser Welt. Und ja, das wollte ich mal berichten. Ich bin in El Salvador, ich war gestern in San Salvador in der Hauptstadt, habe mich total sicher gefühlt. Hier in San Miguel auch total sicher. Also man braucht echt keine Angst haben. Und ich bin mir sicher, dass El Salvador kommen wird. Deswegen, das wollte ich mal erzählt haben. Ich bin live vor Ort, berichte nicht nur aus dem Internet. Und ja, hat mich gefreut, dass ich hier jetzt gerade aufgenommen wurde von dem Kai. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, ich konnte euch damit etwas über El Salvador erzählen, wie die aktuelle Lage ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet, einen Kommentar würde ich mich auch drüber freuen. Gerne auch ein Abo. Und ja, wenn ihr Zeit findet, kommt nach El Salvador. Hier sind echt geile Strände. El Tunco ist ein Beispiel, wo tolle Wellen sind. Ich glaube, das wird hier noch richtig abgehen hier in diesem Land. Und ich bin echt begeistert. So, bis dahin. Tschüss.